Wir waren für die letzten Wochen all in damit beschäftigt, unseren Van wieder startklar zu machen. Da sind wir wieder eingepfercht in der Werkstatt. So, jetzt werden noch die Fehler gelöscht. Wir sind jetzt wieder in der Werkstatt. Aber der Filter sieht mega sauber aus. Also wurde jetzt echt professionell gemacht. Wir haben nochmal die Motorhaube aufgemacht. Das hat ganz schön ordentlich gequalmt. Er hat das nochmal alles richtig gereinigt, neu gefettet, nochmal Grease überall drauf gemacht. Jetzt ist unsere Motorkontrollleuchte wieder angegangen. 15 km/h bergauf. Aber so 100% sicher, wie weit wir damit kommen, sind wir immer noch nicht. Aber in meinem Kopf ist noch so, wir kommen da an und haben erstmal wieder Probleme. Das bringt doch nichts, ich habe schon den Kopf darüber zu zermartern, weil wir können es eh nicht ändern. Aber was bleibt uns anderes übrig, als es einfach zu versuchen? Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Schnell! Nicht anhalten, nicht anhalten. Schön Gas geben, schön Gas geben, schön Gas geben. Und falls ihr neu dazugekommen seid, wir sind Basti und Svenja und wir sind seit 2 Jahren entlang der Panamericana unterwegs und mittlerweile seit 6 Wochen in Kolumbien. Extrem warm. Es ist so heiß. Es ist fast so heiß wie in Cartagena beim Reifen auf Pumpen. Es ist doch wieder ganz schön heiß geworden jetzt so. Warm. Und nach all den Ups und Downs mit unserem Van in der Werkstatt sind wir endlich froh, Kolumbien in seiner ganzen Schönheit zu bereisen. Und in dieser Woche kommen wir an unerwartete Orte und fahren auf epischen Strecken. Mega Aussicht, halbe Strecke geschafft, Ja. außer Puste. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir sind ja ohne Erwartung hierher gefahren. Wir hatten Glück, richtig cool. Also abonniert den Kanal und stay for the ride. Guten Morgen, wir sind mittlerweile in Guatapé angekommen. Die Reise hat uns, glaube ich, insgesamt 3 Fahrtage gekostet oder wir haben 3 Fahrtage gebraucht, konnten jetzt aber hier an diesem wundervollen See für 3 Tage stehen, haben hier an unserem Video gearbeitet und packen gerade zusammen. Der Guten Morgen Kaffee muss nämlich auch warten, weil wir wollen uns heute Morgen erstmal sportlich betätigen. Besser gesagt, das, was wir uns angucken, erfordert sportliche Betätigung. Da wollen wir hoch, denn hier bei Guatapé gibt es den Piedra del Peñol oder so etwas. Piedra del Peñol. Das ist ein Monolith, der hier aus allem rausragt und wo sie quasi eine Treppe bis ganz nach oben reingebaut haben. Insgesamt 700 Stufen und das wird auch unsere sportliche Betätigung sein. Nicht zu knapp. Groot gibt alles, um uns so weit wie möglich nach oben zu bringen. Juhu, geschafft. Halleluja. Und wir ganz am Anfang.
Los geht's, vámonos! Und? Bist du bereit? Ja, es sind ein paar Stufen. Bienvenida. Mega Aussicht, halbe Strecke geschafft. Sicher? Außer Puste. Hast du mitgezählt? Nee, aber ich glaube es einfach, ich hoffe einfach. Jetzt haben wir die Hälfte. Du bist irgendwie langsamer. Ich kann das Ende schon riechen. Sag, ist das anstrengend. Guck mal. Kurzer Insta-Zwischenstopp für Fotos und zum einmal durchatmen. Aber noch sind wir nicht oben. Jetzt kommen die letzten 100. Oder? 200? Ich weiß nicht mehr. Da ist 575. Und es hat? 600 something. Okay. Dann los. Sind oben angekommen. Ist zwar ordentlich was los, Und es gibt auch Souvenirshops. es gibt auch Souvenirshops, aber man kann trotzdem die Aussicht genießen, weil wir haben auch schon gehört, dass es hier über den Tag ganz schön voll werden kann. Heute ist auch Sonntag, deswegen hatten wir ganz schön Bammel, dass es heute noch voller ist. Aber wenn man hier um 8:30 Uhr ankommt, hat man noch einen guten Geländerspot Ja. für sich selbst. Das ist echt Aber wir cool. sind noch nicht ganz oben. Echt? Wo? Ah, stimmt. Es gibt noch so 20 Stufen weiter. Es gibt noch ein Türmchen. Das sieht auch etwas voller aus. Aber wollen wir hoch? Ja. Schön war es ganz oben. Peppi wartet aber im Auto, deshalb machen wir wieder uns auf den Rückweg. Also jetzt wieder runter und da geht's durch den Stein durch, teilweise zumindest. Meine Beine sind wie Pudding und es scheint, als hätten wir ein ganz gutes Timing gehabt, weil uns kommen jetzt jede Menge Menschen entgegen. Nochmal hoch. Ja, why not? Wir wollten ja noch einen Aufkleber oben hinkleben.
Ich war jetzt gerade noch mal vorne fürs Parkticket zum Bezahlen. Und der Parkplatz füllt sich und füllt sich und füllt sich, der ist auch schon richtig voll. Und auf den Stufen, auf den Treppen nach oben bilden sich jetzt halt mega die Schlangen von den ganzen Menschen. Das ist richtig verrückt. Also wir kamen nochmal zum richtigen Zeitpunkt. Sehr gut. Das frühe Aufstehen hat sich mal wieder gelohnt. Exaktamente. Muss ich links oder rechts? Keine Ahnung, wie das hier geht. Guck mal, oben ist auch ein Inserte. Oben, oben. Ja. Wir suchen uns jetzt einen Spot, wo wir uns lecker was zum Mittagessen, Frühstück, Mittagessen machen können. Und wir haben uns einen Spot ausgesucht. Wir wissen nicht, ob wir hinkommen. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn wir hinkommen. Yummy. Yummy? Mhm. Ich komm nicht an! Oh, Peppy. Oh, shit. Hier am Straßenrand gibt es immer mal wieder so, ganz schön dunkel, gibt es immer mal wieder so Saftläden. Saftläden. Und jetzt haben wir uns einmal ein Mango in Leche, das ist quasi wie so ein Smoothie, und ein Orangensaft mitgenommen. Und den Mango trinken wir jetzt direkt und den Orangensaft haben wir kalt gestellt, später. Trinkt Säfte, liebe. wenn ihr in Kolumbien seid. Ja, die Säfte sind echt mega. Also wir sind so weit gefahren, wie wir fahren konnten. Hier kommt so ein, wie sagt man, Steiler Hügel. ja, aber das ganz viel Geröll und ganz viele Steine, alles ganz locker. Das war Groots Endgegner. Ja, das war Groots Endgegner, da kommen wir nicht ganz hoch, aber es sind doch nur noch 200 Meter und die gehen wir jetzt zu Fuß. Kannst du mitnehmen? La Hacienda Manuela ist eine von vielen Anwesen von Pablo Escobar. Es wurde ab 1985 erbaut und kurz vor seinem Tod 1993 fertiggestellt, weshalb er nur einige wenige Male hierher kam, um den Baufortschritt zu begutachten oder eine Runde Fußball zu spielen. Die Größe und internationale Pflanzenvielfalt, alles musste importiert werden, lässt ungefähr erahnen, wie viel Geld er in Besitz hatte. Also man hätte mit dem Van sowieso nicht bis ganz nach vorne fahren dürfen. Es kostet mittlerweile auch Eintritt, aber es sieht echt abgefahren hier aus. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Nach seinem Tod wurde das Anwesen fast komplett von den Los Pepes, seinen Feinden, zerstört. Plünderer kamen und suchten in den Hauswänden nach Geld. Da Pablo jedoch wenig Zeit dort verbrachte, war nicht viel zu finden. Also damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir sind ja ohne Erwartung hierher gefahren und
Die Hacienda de Manuela hat erst vor 2 Monaten wieder geöffnet für den Tourismus. Davor gehörte das quasi Housekeeper, wie übersetzt man das nochmal, dem Besitzer oder dem Hüter des Grundstücks von Pablo Escobar. Und das wurde ihm aber von der Regierung abgenommen, um es dem Tourismus zur Verfügung zu stellen. Und das haben sie jetzt erst vor 2 Monaten geöffnet. Also wir hatten Glück quasi und kriegen jetzt eine richtig coole Tour durch die ganzen Gebäude und alles erzählt, was dazu gehört. Richtig cool. When I've been with the guides from Medellin, if you have a phone, I can help. Yes! Auf Pablos persönlichem Fußballfeld ein Tor geschossen. The housekeeper, when he was like managing the property 5 or 6 years. Yeah, it's a long time ago. And then I think in 2019. This could be amazing for a camp. Yeah. Hier sind wir unten am Wasser in quasi Pablos Diskothek. Der Grundstücks, ich weiß gar nicht, was Housekeeper heißt, was heißt es denn? Hausmeister quasi. Der Hausmeister, der sich um das Grundstück gekümmert hat hier ein Restaurant eröffnet vor 6, 7 Jahren und musste es dann aber wieder schließen, eben weil das Grundstück dann an die Regierung ging. Das ist richtig verrückt hier zu sein. Der hat hier Restaurant aufgemacht, Paintball. Ja, richtig verrückt. La Hacienda Manuela, die er nach seiner Tochter benannt hatte, war eines der ersten Anwesen entlang der Ufer des Stausees im Balse del Peñol. Damals noch einsam, kann man heute quasi in seiner Nachbarschaft leben. You can see the pool has little tiles, right? Every single tile were placed one by one. By hand. Helicopter landing. What? Beside the helicopter landing. This is the second one. Pablo Escobar war für viele Kolumbianer ein nationaler Held, ein Robin Hood, weshalb in vielen Reiseführer geraten wird, nie schlecht über Pablo mit Einheimischen zu sprechen. Mittlerweile, so haben wir die Erfahrung gemacht, wird aber auch das Leid gesehen, was er verursacht hat. Dennoch immer ein heikles Thema. Bei Pablo. Ziemlich cool. Hat Geld gehabt, ha? Abgefahrene Geschichten. Wir wollen natürlich nicht alle erzählen, ihr müsst selbst hierher kommen und das erfahren. Aber es war richtig cool. Wir haben es halt nicht erwartet, dass wir hier eine Führung bekommen. Und sehr spannend und er hat es richtig cool erzählt. Also Ja. sehr netter Mensch. La Manuela Adventures, falls ihr mal hierher kommt. Sehr gut, hat Spaß gemacht. Und jetzt aber Hunger, ne? Hunger, wir haben immer noch nicht gefrühstückt. Pablo hat den Grill noch nicht angemacht. Also ja, wie Basti schon gesagt hat, es war echt richtig cool. Es war so überraschend, vor allem weil in der App iOverlander eben dran stand, dass es halt geschlossen ist. Und wir jetzt nur auf Verdacht hierher gekommen sind und wenn wir nicht ganz hierher kommen, dann einfach auf dem Weg irgendwo anhalten und frühstücken. Und ja, wir jetzt hier angekommen sind und eine Führung gekriegt haben. Es hat 35.000 Pesos pro Person gekostet. Das sind um die 8 Euro. Und das ist quasi eine Firma, die das von der Regierung mietet und jetzt hier Führungen anbietet und unten am Poolbereich beim Haupthaus auch noch den Pool wieder herrichten wollen und ein Café aufbauen wollen. Also bleibt spannend, wie sich das entwickelt die nächsten Jahre. Das ist nicht zu nur touristisch nach und es sieht nur noch nach einem Hotel aus. Ja, wobei ich glaube nicht. Also es Nein, das glaube ich nicht. ist schon wirklich sehr faszinierend und ja, irgendwie stimmt der Vibe hier total und man lernt super viel und cooler Ausflug, ha? Der Hubschrauber kommt.
So, und jetzt heißt alles im Rückwärtsgang erstmal wieder zurück, bis wir irgendwo wenden können. Es ist so warm heute, machen wir uns dann schon. Gedreht! Da wir ja immer noch nichts gegessen haben und mittlerweile ist es schon 2:15, also jetzt können wir nicht mehr von Frühstück reden, gehen wir jetzt hier was essen. Wir haben hier so ein kleines Örtchen gefunden, den haben wir auf dem Hinweg gesehen. Dachten, das wäre total der Touri-Hotspot, aber hier sind also da war es auch komplett leer und jetzt ist es... Voll mit Touris. Meinst du, es sind Touris? Nein. Ist egal. Aber hier gibt es ein Gericht, das wurde uns empfohlen, dass wir unbedingt in der Region Medellin essen sollen. Das zeigen wir euch gleich. Und das zeigen wir euch gleich. Wir können es nämlich gerade nicht aussprechen, wie es heißt. Das müssen wir nochmal auf der Karte nachgucken. Getränk gibt schon, ratet mal was. Saft. Jugo de Naranja, frisch gepresst, naturales. Schmeckt natürlich wieder sensationell gut. Und es scheint hier wirklich so der Hotspot zu sein, um einen Mittagstisch zu essen. Auf dem Weg nach Quatapé zumindest. Aber es sieht schon nicht irgendwie nach Touristen aus, sondern Familien, alle kommen hierher. Das ist ziemlich cool. Kleine Triggerwarnung, es ist sehr viel Fleisch auf dem Teller. Svenny freut sich schon. Für mich ist so der mittlere Part des Tellers. Nee. Das Ganze nennt sich Bandeja Paisa. Bandeja Paisa, sag ich doch. Und unsere Nachbarn hier eben, die haben jeder einen so einen Teller verputzt. Kostenpunkt für so einen Teller 9 €. Aber wenn das nicht für 2 reicht, dann weiß ich auch nicht. Haben wir alles drauf? Wir haben drauf Bohnen, eine Wurst, wobei da Reis drin ist. Noch eine Wurst? Noch eine Wurst. Und Ei auf Reis, also ein Spiegelei auf Reis, Salat, Tomate, Avocado. Ziemlich fetten Speck, Kollegen. Und nochmal, was das ist, weiß ich nicht so genau. Das sieht ein bisschen aus wie Stuffing oder so, aber... Und da versteckt sie noch eine Banane. Ach, und da versteckt sie noch eine Banane. Okay, wir fangen mal mit dem Stuffing an. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es ist Fleisch. Okay. Ich glaube, es ist Fleisch. Was ist das denn hier? So Reis? Ich dachte, hier so eine Blutwurst. Ich will meine Banane. Das riecht nach Kichererbse. Das ist was mit Mais. Der schmeckt voll rauchig. Ja. Siehst du? Ich finde das gar nicht so schlecht. Jetzt yours. Mal schön durch die Fleischrauchwolke. War was? So, haben wir ein Ziel? Ja. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt noch gleich an einer kleinen Bude vorbei. Da gibt's gebackenes Eis oder so ähnlich. Und ihr müsst jetzt mal raten für euch, ob wir da noch halten oder nicht. Möchtest Svenny noch gebackenes Eis oder nicht?
Seid ihr genauso überrascht wie ich? Die Antwort war nein. Kein Eis. Ich kenne meine eigene Frau nicht. Es ist leider mal wieder einer dieser Tage, wo wir keinen Stellplatz finden. Die Stellplätze, die wir anfahren, sind entweder nicht mehr so, wie sie mal beschrieben waren auf iOverlander oder einfach direkt an der Straße. Und jetzt stehen wir hier im Stau am Berg, was gerade für uns der Todesstoß ist oder für Groot, weil wir alle 100 Meter am Berg mit Groot anfahren müssen. Und einen Platz für die Nacht haben wir immer noch nicht gefunden und jetzt hoffen wir einfach, dass wir entlang dieser Straße irgendwas finden. Aber hier scheinen die Menschen sehr viel Geld zu haben in diesen Bergen, dass jede Straße mit einem riesen Tor blockiert ist. Also man kann quasi überhaupt nicht abfahren. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir irgendwie an der Seite von der Straße ein Restaurant, ein Café, irgendwas finden, wo wir fragen können, ob wir die Nacht hier stehen dürfen. Drückt uns die Daumen. Also wir haben jetzt beschlossen, dass wir umdrehen, weil der Stau einfach immer weiter und weiter und weiter ging. Und wenn wir dachten, okay, jetzt geht's wieder ein bisschen und wir können fahren, standen wir direkt wieder am Berg und das wollten wir uns und unserem Van nicht weiter antun. Und deshalb, wir haben vorhin ein Restaurant gesehen mit einem ziemlich großen Parkplatz. Da fragen wir jetzt mal, ob wir die Nacht stehen dürfen, essen dann noch was und ja, wenn nicht, müssen wir weitersuchen. Es ist einfach so verrückt. Der Stau besteht einfach immer noch und es ist 2 Stunden her, seit wir jetzt hier auf der Tankstelle einen Parkplatz gefunden haben für die Nacht. Wir haben hier gefragt, ob wir hier stehen dürfen und die waren einfach super nett und haben gesagt, ja klar, gar kein Problem. Ist auch total sicher. Hier gab es auch eine Bar, da haben wir schon ein Bier getrunken und ich eine kleine Margarita. Und ja, wir sind einfach froh, dass wir was für die Nacht gefunden haben. Ich glaube aber, Basti lächelt schon und fragt sich, moderiert sie wirklich das Video ab in der schlechtesten den schlechtesten Lichtverhältnissen überhaupt? Das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, aber ich krieg's nicht hin. Unsere Lampen, das ist furchtbar. Guck mal, ich kann gar nicht rein, weil ich so dunkel bin. Wer will denn da den Kanal abonnieren? Das frage ich mich auch. Ihr natürlich. Aber echt, ja, das war's für diese Woche. Wir haben einiges erlebt. Es war So schlechte Lichtverhältnisse gibt's nur bei uns. Die Woche tat uns richtig gut. Wir haben einfach richtig viel erlebt und richtig viel gesehen und wir freuen uns einfach jetzt noch mehr. Hast du eine Margarita getrunken? Ich habe eine Margarita getrunken. Das Emoji der Woche, Leute, ein Cocktailglas. Ja, nein, die Woche tat uns wirklich richtig gut. Wir haben richtig viel gesehen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben tolle Leute getroffen. Wir haben super viel Natur gesehen und ja. Wir wollen uns auch nochmal bedanken für die ganz, ganz, ganz vielen Kommentare unter dem Video davor. Das hat uns wirklich echt ein ziemlich fettes Grinsen ins Gesicht getrieben und wir haben uns da sehr, sehr drüber gefreut. Wenn ihr immer so viel fleißig kommentiert und die ganzen Glücksemojis, das hat uns wirklich sehr beeindruckt und gerne weiter so. Ja, danke für all die Tipps, für all den Zuspruch, für all die lieben Worte. Es war, es tat uns richtig gut und wir wollen uns herzlichst dafür bedanken. Genau. Aber dementsprechend Support-Herz in die Kommentare, macht direkt weiter. Wir freuen uns darüber nämlich auch immer noch. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, weil wenn es so bleibt, dann bereisen wir weiter Kolumbien. So sieht's aus. Also bis nächste Woche. Danke. ND. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. So. Hier können wir sogar Wasser tanken. Ja. Stopp.
Stopp. Was heißt denn Stopp? Stopp. Sie sagt, weiß ich doch nicht, was Stopp heißt. Steinchen. Ich komme gar nicht richtig ins Licht. Schein drehen und wenden. Wie heißt das eigentlich auf Spanisch? Gracias. Finale. Gracias, Finale.